Ich will echt keine Pussy sein, aber so viel scharf. Also mir brennt schon so die Fresse. Echt, meinst du? Ja, sei mir nicht böse, dann sterbe ich hier noch. Aber nur... Kämpfe auch mit den Tränen. Echt? So schlimm? Nicht an. Ja, ja. Herzlich willkommen, mein Name ist MacGyver und heute bin ich hier mit dem Elotrix. Das erste Video gemeinsam. Ja. Bist du ready? Ja. Heute ist ein sehr, sehr guter Tag. Zum einen könnt ihr gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Jetzt gibt es einen Vlog von ihm, wo wir zeigen, was für eine Uhr er sich gekauft hat. Darum zeigen wir es jetzt nicht. Schaut in der Beschreibung vorbei, denn da ist der Link zu seinem Video. Was wir heute machen, ist Preise raten und zur Strafe, wenn etwas falsch ist, wir können etwas festlegen, sagen wir 1000 Euro darfst du daneben liegen, aber mehr nicht. Und dann arbeiten wir uns nach oben. Ja, die erste zum Beispiel ist einfach eine Pepperoni, ist jetzt nicht so scharf. Dann geht es weiter mit einer Habanero, die ist ein bisschen schärfer, aber ich sag mal so, wenn Monte die essen kann, dann wirst du es auch können. Danach geht es weiter mit einer Habanero. Danach hätten wir ein Pulver, also Carolina Reaper Pulver. Ich esse das eigentlich auch so, das ist nicht so schlimm. Und als letzte Stufe wäre dann so ein Chip. Die lassen wir zu. Ja, wir gucken mal. Sonst, wie ist das so mit Uhren? Kennst du dich aus? Schwierig. Mit Rolex habe ich mich jetzt in letzter Zeit viel befasst, Ja? aber mit den anderen Modellen, da ziehst du mich ab, safe. Okay, ja, also wir fangen erstmal an mit der ersten Uhr. Okay, die ist hier drin. Patek Philippe ist die Marke. Kennst du, ne? Patek Philippe? Ja, natürlich. Okay, Patek Philippe kennt er. Man kann hier vorne schon drauf lesen, Nautilus. So sieht die Box da aus. Das ist ein geiler Champion bei League of Legends. Wer? Nautilus. Nautilus, ja? Ja. Ah, okay. Ja, das hier ist auch ein wahrer Champion. Und zwar die Nautilus, die 5712 mit Mondphase in Stahl. Und genauso wie bei deiner Uhr wird diese Uhr auch über Liste gehandelt, okay? Das gebe ich dir schon mal. Der Listenpreis dieser Uhr liegt, meine ich, bei 39.000 Euro. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube 39.000 Euro ist so der Listenpreis. Von daher, meine Frage an dich wäre, was kostet diese Uhr bei mir? Kurz googeln. Wie findest du die? Also findest du optisch schön? Die sieht schön aus, aber wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. Ich habe mir jetzt eine Uhr gegönnt, die ich auch wirklich tragen möchte immer. Ja. Ich würde sagen, wenn du das hier so groß anpreist, dass er über Liste gehandelt wird, dann ist er wahrscheinlich gerade aktuell ein Leckermäulchen. Ich würde jetzt mal einfach sagen 65.000. 65.000 Euro, ja. 1.000 Euro darf er daneben liegen. Ja, wir sind hier ganz, ganz knapp vorbei. Die Uhr kostet 100.000 Euro. Oh, Alter, wie viel nochmal Liste? 39. Krass, wie die im Wert steigen, ne? Verrückt. Ihr müsst wissen, zur Vorgeschichte war es so, bei ihm, er schreibt mir so zu seiner Uhr, die er sich gekauft hat, schreibt mir so, okay, ich nehme die dann. Und dann später sage ich ihm den Preis und er so, nur noch eine kurze Nachfrage. Ich wollte nur fragen, alles gut, aber ich wollte nur fragen, auf der Rolex-Seite ist der Preis ja günstiger. Also ist das so richtig? Ja, geschrieben, ja, ist richtig. Ja, es gibt halt Listenpreise und Graumarktpreise und da unterscheiden die dich. Wir fangen jetzt an mit der ersten, die ist nicht so scharf. Einmal hier für dich eine... Einfach nur ein Stück abbeißen, oder? Ja, die kannst du auch so essen, die ist echt nicht scharf. Los, da freue ich mich ja richtig jetzt. Vorne ist jetzt gar nichts, Pepperoni ist easy. Also du hast ja gesagt, du kannst ein bisschen scharf essen, ne? Ja, ein bisschen. Okay. Ja, das ist gut. Wenn die Leute schon mal das sagen, ist alles gut. Ein paar Vitamine noch mitnehmen. Ja. Na, doch, doch. Ja? Kommt schon ein bisschen was. Guck mal, wie ein Mann. Normalerweise die Leute neben mir bei Schärfeessen sind immer ein bisschen kritisch, aber muss ich sagen, hat er wie ein Champion weggehauen. Wir machen weiter mit der zweiten Uhr. Er hat sich ja ein bisschen mit Rolex auseinandergesetzt. Von daher nehmen wir ein Modell, was ich persönlich eigentlich sehr schön finde. So. Wir haben jetzt hier eine Iced Out Uhr. Datejust 2, 41 mm im Durchmesser mit einem Saphirbesatz. Also hier außen drum hat man halt so Farbsteine. Und ist eigentlich so die YouTuber-Uhr oder Habe ich mir auch Rapper-Uhr. tatsächlich mal angeschaut. Ja, hast du? Finde die auch sehr schön, aber das wäre so eine, die dann im Safe, glaube ich, Okay. und nur so ganz seltenen Anlässen getragen werden. Würde. Kein Deutsch mehr. Ja. Listenpreis? Listenpreis ohne Steinbesatz liegt die Uhr, sagen wir, bei 7.300 Euro. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, die war, glaube ich, auch richtig teuer. Scheiße, ich habe den Preis mal gesehen auf so einer Webseite. Markgeber.com? Genau. Ah, okay. Nein, auf irgendeiner anderen, Ja. wo halt auch immer so Preise sind. Ich glaube, es waren so ungefähr 50.000. Ist das die letzte Antwort? Ja, das ist die letzte Antwort. Okay. 50.000 Euro ist seine Antwort. 1.000 Euro kann man so daneben liegen. Naja, 5.000 ist viel zu viel. Viel zu viel? Viel zu viel. Waren es 30? 18. 18? Ich habe irgendwie ganz andere. Die Uhr Zahlen im sieht, Kopf guck mal, wenn du die Uhr am Handgelenk hast, die Uhr sieht aus wie, sagen wir mal, 50.000. Ja. Aber kostet halt nicht so viel. Darum wollen die alle haben. Wir haben jetzt hier eine Habanero. Das Mir ist... brennt schon noch ein bisschen der Mund. Nein, du siehst ganz locker aus. Ja, aber das ist scharf. Nein, Habanero ist kein Problem. Jan und Dings haben es auch alle gegessen. Aber ich weiß nicht, ich esse es jetzt nicht komplett, oder? Wieso? Du bist ein stabiler Typ?
Wir haben auch Milch übrigens vorbereitet gleich. Wo denn? Draußen. Aber noch bist du nicht am Kämpfen. Wenn du ein wahrer Mann bist, ziehst du alles direkt durch, komplett ohne zu trinken. Bist du oft scharf? Morgens bis abends. Echt jetzt? Ja, ja. Dann ist das ja eigentlich ein unfairer Wettbewerb hier. Du kennst dich nicht nur mit Uhren gut aus, sondern selbst wenn du verlierst, juckt dich nicht. Nein, bei Schärfe, ich kann alles essen. War die letzte Uhr, die ich mir gekauft habe. Und was sagst du? So merkt man. Noch merkt man nichts. Nee, magst du nicht. Aber hat auch einen leckeren Geschmack. Die Habanero mag ich immer sehr gerne. Nee, Ne? auf keinen Fall. Was ist das nochmal? Habanero. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Ne? Die Kerne sind am schärfsten, oder? Das ist ein Mythos. Das mache ich hier. Ich sag mal so, wirklich, der Einzige, der normalerweise die Leute stellen sich immer an. Guck mal da, einfach solide weggehauen. Ja, die Schärfe kommt ja nach und nach und jetzt merke ich es langsam. Maschallah. Sehr, sehr stark. Carsten an dieser Stelle. Sonst bei Uhren, hast du schon mal so also hast du noch andere Uhren, wo du sagst, unabhängig von Rolex, wo du sagst, boah, die hätte ich mal gerne? Oder bist du schon bei Rolex zu Hause? Weil ich wollte jetzt unbedingt als erstes richtig größeres Modell eine Rolex. Als nächstes vielleicht irgendwann, wenn das Business weiter gut läuft, eine AP. Ah, echt? AP wird auch, der AP ist krass, ne? Aber meine Frage wirklich, was findest du an Uhren gut? Das ist eine gute Frage. Einfach in Verbindung mit einer Erinnerung. Für mich war es so dieser Twitch-Grind. Und weil ich jetzt auch wirklich 1,5 Jahre durchgezogen habe und ich habe mir nichts gegönnt. Und da wollte ich mich selber belohnen. Digga, es brennt so heftig. Da wollte ich mich selber belohnen. In Verbindung. Ja, meine Augen drehen, Digga, ich hasse dich. Ich wollte mich selber belohnen. Und jetzt sitze ich hier und weine fast. Kappen. Ich wollte mich selber belohnen in Verbindung mit so einem Twitch-Grind. Ja. Aber du hättest auch hat ein Auto geklappt. nehmen können oder einen Urlaub oder... Ja, aber ich wollte mir eine Uhr gönnen. Ja, man merkt es immer wieder auch, dass die Jugend halt Interesse einfach an solchen hochwertigen Produkten hat. Und wir haben jetzt, machen wir mal etwas Leichteres, okay? So, wir haben hier als nächste Uhr eine in Weiß. Das ist eine Richard Mille, eine Bubba Watson RM55. Wunderschöne Uhr. Kann sogar durchgucken. Wow, ich liebe diese Uhr. Das Gehäuse ist also, ja, aus Keramik sehr leicht. Was sagst du dazu? Wäre auch nichts für mich. Nee? Höchstens als Wertanlage. Ich weiß, dass die Marke Richard Mille da gibt es sehr abgespacede und sehr teure Uhren. Da ist ja quasi fast keine Grenze nach oben gesetzt. Ja, ja. Sagst mir da auch die Liste. 150.000 Euro. Verrückt, dass so etwas Kleines so viel wert sein kann. Da sind ja nicht mal Diamanten drin. Nee. Das ist halt aufgrund kommt der das zustande? Ja, die Stückzahl ist limitiert und die Nachfrage ist halt hoch. In dem Preissegment gibt es halt nichts anderes. Wenn du halt ein cooler Typ sein willst mit sehr viel Geld und möchtest es auch zeigen und darstellen, dann ist das die einzige Marke, die das halt unmissverständlich jedem Anwesenden im Raum klar macht. Also Was ist denn das billigste Modell von der Marke, die es gibt? Herrenmodell Ja. von dem Listenpreis. Ja. Also das günstigste Modell, was es momentan, sagen wir, bei mir zu kaufen gibt, kostet 200. Das ist das billigste Herrenmodell, was es gibt. Du meintest, wie viel Liste? 120? 150.000 Euro knapp. Ach so, ich sag 230.000. 230.000. Knapp daneben. Wir sind hier bei 350.000 Euro aktuell. Ich habe Schweiß drauf. Alles gut. 1.000 Euro weniger. Cut. Also mir brennt schon so die Fresse. Echt, meinst du? Ja, sei mir nicht böse, dann sterbe ich hier noch. Aber nur- Kämpfe auch mit den Tränen. Echt? So Ich schlimm? geh nicht an. Ja, ja. Ja, also mir Echt? brennt richtig die Fresse. Ich will echt keine Pussy sein, aber so viel scharf. Ich esse beim Döner ein bisschen scharf so. Ah, fandest du es scharf jetzt? Meinst du, du kannst das Ding nicht einfach so weghauen? Nee. Also könnte ich schon, aber dann brennt mir so das. Ich weiß nicht, ob du es kannst, weil wenn du sagst, dass du es kannst, also Nein, dann brennt mir so die Fresse, Digga. okay. Okay, ich möchte dich auch für die Rückfahrt natürlich nicht... Ja? Nicht. Dann mache ich so heulende Instagram-Stories. Jungs, war bei Marke Bauer. Okay, wir machen so, okay? Wir machen so. Wenn du eine von denen hier richtig hast, eine nur. Wir haben jetzt noch 2 Stück. Ja. Wir haben jetzt noch die hier und die hier. Wenn du eine davon richtig hast, okay? Dann musst du keins mehr essen, okay? Das heißt, doppelt oder nichts. Aha. Okay, alles klar. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Uhr. Die kommt dir wahrscheinlich ein bisschen bekannt vor. Und zwar hier haben wir die Daytona mit einem Steinblatt. Die ist auch aus Weißgold, wie deine Uhr, nur ohne Armband. Aber das ist ja sehr viel weniger. Material. Genau. Ja. Liste? Listenpreis, ich weiß es, die ist schon älter, die ist glaube ich aus 2011 oder so. Damals hat die so eine Uhr gekostet 25.000 Euro. 25. Damals. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt ist die wahrscheinlich auch so mindestens bei 75. 75, knapp daneben. Wir sind aktuell bei 60.000 Euro. Ich wollte 50 sagen, aber es wäre trotzdem zu große Differenz. Sehr, sehr seltene Uhr. Wirklich sehr, sehr, ganz, ganz besondere Uhr. Auch schön, ja. Aber da gefällt mir meine besser. Ja, meine das Lederband mehr ist
mehr schlicht. Okay, jetzt alles oder nichts. Ich würde sagen, wir erhöhen. Ja, wenn du das jetzt nicht richtig errätst, dann musst du diesen Chip essen. Den habe ich auch schon selber gegessen. Ich mache jetzt mal gutes Karma. Ja. Wenn ich hier noch davon komme, ohne dass ich das verspeisen muss, dann geht die nächste Uhr auch bei dir Okay. in den Kauf. Wir haben hier eine IWC ewiger Kalender. Das bedeutet? Also du hast hier halt, wenn du die Uhr immer trägst, dann geht die nie falsch. Das ist jetzt halt so ein IWC-Modell aus Platin. Platin. Ja, Platin. Aber auch wieder mit Lederband, ja. Was da der Listenpreis? Liste hat die, glaube ich, gekostet 50.000, 60.000 Euro. Ist schon eine große Komplikation auch, ne? Wie meinst du Komplikation? Also diese Funktion umzusetzen, erfordert halt ein hohes Aufmaß an Engineering. Ist die selten? Davon gibt es jetzt nur 250 Stück. Aber es muss jetzt nichts heißen, es ist halt eine IWC. Mega schwer. Ja, ne? Das Material ist halt sehr dicht. Ich würde sagen 32. Ich finde, das ist nochmal so Glück gehabt. Es ist wirklich 32.000 Euro. Wie bist du drauf gekommen? Also warum sagst du, dass es weniger kostet? Weil du es mir vorhin gesagt hast, weil du ein Ehrenmann bist. Ich hätte wieder so heftig geschätzt. Nein, Marc ist der beste, Jungs. Abonniert ihn alle. Er ist so ein Ehrenmann. Und ein Schlingel. Ja, ich wollte jetzt nicht, dass du nach Hause fährst und nachher, also ich sag dir, nach der hier wär's dir brutal schlecht gegangen. Ja, weiß ich. Also Merk nach der hier jetzt, also ich. Jetzt geht's langsam wieder, aber Bruder, hab schon gekämpft ein bisschen mit. Hier, aber da hat sich schon gesammelt. also hättest du hättest das gegessen, ich schwöre, du wärst untergegangen. Ja. Du wärst safe untergegangen. Ne? Also ich war bei einer Uhr, glaube ich, 15.000 in der Nähe. Ja, genau. Sonst. Bin stolz. Beim nächsten Mal bin ich mehr vorbereitet. Mehr vorbereitet, ja. Und genauso wie du das auch gesagt hast, bei mir war es auch immer so, immer wenn ich etwas Besonderes hatte, dann habe ich immer eine Uhr gekauft als Erinnerung. Und du musst ja eine Sache sehen, zum Beispiel diese Uhr, die überlebt uns beide. Ne? Also das Für mich ist die halt immer, wenn ich die jetzt sehe, ist sie so eine Erinnerung an ein richtig krasses Twitch-Jahr 2020. Ja. Und du weißt ja auch, dass ich hier und da meine inaktiven Zeiten hatte. Genau. Und jetzt seit Ende 2019 bin ich ja wieder voll da und dann halt quasi 1,5 Jahre am Stück durchgezogen. Und deshalb ist das für mich einfach eine Uhr auch mit Erinnerung. Super. Freut mich sehr. Schaut gerne bei ihm vorbei. Es ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye, bye.